Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Marc, wie geht es dir heute? Hi, Anna. Mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über das Taxifahren sprechen. Fährst du gerne Taxi? Ja, das tue ich. Ich finde Taxis sehr praktisch. Sie sind einfach zu benutzen und bringen dich schnell zu deinem Ziel. Da stimme ich zu. Ich nehme oft ein Taxi, wenn ich zum Flughafen gehe oder wenn es regnet. Taxis sind in vielen Situationen sehr hilfreich. Das ist wahr. Ich benutze Taxis, wenn ich viel eingekauft habe oder wenn ich es eilig habe. Es ist schön, im Auto zu sitzen und zu entspannen, während jemand anderes fährt. Ja, so geht es mir auch. Taxis sind auch gut, wenn du die Stadt nicht gut kennst. Der Taxifahrer kennt die besten Routen. Ganz genau. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich eine neue Stadt besucht habe. Ich habe ein Taxi zu meinem Hotel genommen. Es war so einfach und stressfrei. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Taxis machen das Reisen einfach. Ich habe ein paar Fragen zum Taxifahren. Können wir darüber sprechen? Natürlich, Anna. Ich teile gerne meine Erfahrungen mit dir. Toll. Wann nimmst du normalerweise ein Taxi? Ich nehme normalerweise ein Taxi, wenn ich schnell irgendwohin muss, zum Beispiel zu einem Meeting oder zum Flughafen. Ich nehme auch nachts ein Taxi, wenn die Busse nicht fahren. Das ist interessant. Ich nehme oft ein Taxi, wenn ich einkaufen gehe oder wenn ich Freunde in einem anderen Stadtteil besuche. Einkaufen ist ein guter Grund, ein Taxi zu nehmen, besonders wenn du viele Dinge kaufst. Es ist einfacher, als schwere Taschen im Bus zu tragen. Ja, und wenn es regnet, fahre ich lieber mit dem Taxi, als im Regen zu laufen. Ich hasse es, nass zu werden. Da bin ich ganz bei dir. Ein Taxi hält dich trocken und bequem. Wie rufst du normalerweise ein Taxi, Marc? Ich rufe normalerweise ein Taxi, indem ich eine App auf meinem Handy benutze. Ich tippe einfach ein paar Mal und ein Taxi kommt sehr schnell. Ich benutze auch eine Taxi-App. Es ist sehr einfach. Ich wähle meinen Standort und mein Ziel aus und warte dann auf das Taxi. Manchmal rufe ich auch ein Taxi telefonisch an. Ich sage der Taxizentrale meine Adresse und warte, bis das Taxi kommt. Das ist gut zu wissen. Ich mag die App, weil ich das Auto auf der Karte sehen kann und weiß, wann es ankommt. Ja, die App ist sehr hilfreich. Sie macht alles so einfach. Wenn du ein Taxi nimmst, wie sagst du dem Fahrer, wo es hingehen soll? Ich sage dem Fahrer mein Ziel, wenn ich ins Taxi steige. Ich sage, bitte bringen Sie mich zu diesem Ort. Das mache ich auch. Manchmal zeige ich die Adresse auf meinem Handy, wenn es ein neuer Ort ist. Das ist eine gute Idee. Die Adresse zu zeigen, hilft dem Fahrer zu verstehen, wo er hinfahren soll. Weißt du, wie viel ein Taxi kostet? Ja, das weiß ich. Die Kosten hängen von der Entfernung und der Tageszeit ab. Taxis haben ein Taxameter, das den Fahrpreis während der Fahrt anzeigt. Das finde ich gut. Es ist sehr klar. Ich schaue immer auf das Taxameter, bevor ich bezahle. Ich auch. Ich frage den Fahrer auch, ob der Preis festgelegt ist oder ob er auf dem Taxameter basiert, besonders für lange Fahrten. Das ist klug. Ich habe einmal ein Taxi zum Flughafen genommen und der Fahrer hat mir den Preis im Voraus gesagt. Das war sehr hilfreich. Ich habe auch schon diese Erfahrung gemacht.
Einige Fahrer geben einen Festpreis für lange Strecken an, was gut zu wissen ist. Wie bezahlst du das Taxi? Ich bezahle normalerweise bar. Ich gebe dem Fahrer das Geld und manchmal ein kleines Trinkgeld. Ich bezahle manchmal mit einer Kreditkarte, wenn das Taxi ein Kartenlesegerät hat. Das ist sehr praktisch. Ja, mit Karte zu bezahlen ist einfach, aber ich habe immer etwas Bargeld dabei, nur für den Fall. Das ist eine gute Idee, so mache ich es auch. Was gefällt dir am meisten am Taxifahren? Ich mag, dass es beim Taxifahren sehr praktisch ist. Ich muss nicht weit laufen und komme schnell zu meinem Ziel. Da stimme ich zu. Ich mag auch, dass Taxis bequem sind. Die Sitze sind weich und ich kann während der Fahrt entspannen. Ja, und ich genieße es, nicht selbst fahren zu müssen. Ich kann aus dem Fenster schauen und die Aussicht genießen. Das stimmt. Taxis machen das Reisen stressfrei. Hast du irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Taxis gemacht? Ich hatte ein paar. Einmal hat der Fahrer einen langen Umweg genommen und ich habe mehr bezahlt, als ich erwartet hatte. Ich war nicht zufrieden. Ich hatte einmal eine ähnliche Erfahrung. Der Fahrer kannte die Stadt nicht gut und hat sich verfahren. Ich kam zu spät zu meinem Meeting. Das ist frustrierend. Ich versuche jetzt immer, die Route auf meiner Handykarte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass ich den richtigen Weg gehe. Das ist eine gute Idee. Ich mache das auch. Es hilft mir, informiert zu bleiben. Denkst du insgesamt, dass es eine gute Wahl ist, ein Taxi zu nehmen? Ja, ich denke, dass es für viele Situationen eine gute Wahl ist, ein Taxi zu nehmen. Es ist schnell, praktisch und bequem. Ich stimme zu. Auch wenn Taxis teurer sein können als Busse oder Züge, sparen sie Zeit und Mühe. Genau, ich benutze Taxis, wenn ich schnell irgendwohin muss oder wenn ich schwere Taschen habe. So geht es mir auch. Taxis sind in der Stadt sehr nützlich. Marc, nimmst du auch ein Taxi, wenn du in andere Städte reist? Ja, das tue ich. Wenn ich eine neue Stadt besuche, nehme ich oft ein Taxi vom Flughafen zu meinem Hotel. Es ist der einfachste Weg, dorthin zu gelangen. Das mache ich auch immer. Ich fahre gerne mit dem Taxi, wenn ich an einem neuen Ort ankomme, weil es einfach und sicher ist. Taxis in anderen Städten sind normalerweise sehr ähnlich. Die Fahrer sind freundlich und die Autos sind sauber. Das stimmt. Ich habe einmal ein Taxi in Paris genommen und es war eine großartige Erfahrung. Der Fahrer sprach ein wenig Englisch und zeigte mir auf dem Weg einige interessante Orte. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, wenn Taxifahrer dir Tipps zur Stadt geben. Ja, das macht die Fahrt angenehmer. Ich benutze Taxis auch, wenn ich Tagesausflüge in nahegelegene Städte mache. Tagesausflüge sind ein guter Grund, ein Taxi zu benutzen, besonders wenn du viele Orte in kurzer Zeit sehen möchtest. Teilt ihr manchmal ein Taxi mit jemandem, um Geld zu sparen? Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe einmal ein Taxi mit einem Freund geteilt, als wir beide zum gleichen Konzert gingen. Es war günstiger und hat Spaß gemacht. Ich finde die Idee gut. Ein Taxi zu teilen ist eine gute Möglichkeit, die Kosten zu senken und neue Leute kennenzulernen. Genau. Manchmal bietet die Taxi-App sogar eine Gemeinschaftsfahrtoption an. Ich habe diese Option auch gesehen. Es ist eine großartige Möglichkeit zu reisen und gleichzeitig Geld zu sparen. Marc, sprichst du manchmal mit dem Fahrer, wenn du ein Taxi nimmst? Ja, das tue ich. Ich frage den Fahrer gerne nach der Stadt oder nach den besten Orten, die man besuchen kann. Das macht die Fahrt interessanter. Das mache ich oft auch.
Ich stelle einfache Fragen wie lange fahren Sie schon Taxi? Oder was ist Ihr Lieblingsrestaurant? Diese Fragen sind nett. Die Fahrer antworten normalerweise mit einem Lächeln und erzählen mir ein wenig über sich. Ich denke, mit dem Fahrer zu sprechen macht die Fahrt freundlich und angenehm. Ja, das tut es. Ich fühle mich wohler, wenn ich mit dem Fahrer plaudere. Hast du schon einmal spät in der Nacht ein Taxi genommen? Ja, das habe ich. Ich nehme manchmal ein Taxi, wenn ich von einer Party oder einem späten Film nach Hause komme. Es ist sicherer, als nachts allein zu laufen. Ich stimme zu. Ich benutze immer ein Taxi spät in der Nacht. Das gibt mir ein sicheres Gefühl. Wenn ich nachts ein Taxi nehme, schaue ich immer auf den Ausweis des Fahrers und die Taxinummer. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich mache das auch. Ich schaue mir immer den Namen des Fahrers auf dem Ausweis an, bevor ich einsteige. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein, besonders wenn man allein reist. Ja, Sicherheit ist sehr wichtig. Marc, hast du Tipps für jemanden, der neu im Taxifahren ist? Ja, die habe ich. Erstens, benutze immer eine zuverlässige Taxi-App oder rufe eine vertrauenswürdige Taxizentrale an. Nimm niemals ein unmarkiertes Auto. Das ist sehr guter Rat. Ich benutze immer dieselbe App, wenn ich ein Taxi rufe. Zweitens, überprüfe das Taxameter, wenn du einsteigst. Stelle sicher, dass es zu Beginn der Fahrt eingeschaltet ist. Das mache ich immer. Es ist sehr wichtig, den Fahrpreis zu kennen. Drittens, wenn du zu einem neuen Ort fährst, ist es eine gute Idee, die Adresse auf deinem Handy zu zeigen. Das hilft dem Fahrer zu wissen, wo er hinfahren soll. Ja, das mache ich auch. Das macht die Fahrt reibungslos. Und schließlich achte immer auf deine persönlichen Gegenstände. Halte deine Tasche nah bei dir und überprüfe, dass du alles hast, bevor du aussteigst. Das ist ein sehr guter Tipp. Ich überprüfe immer mein Handy und meine Geldbörse, bevor ich das Taxi verlasse. Ich denke, diese Tipps können jedem helfen, eine gute Erfahrung mit Taxis zu haben. Ich stimme zu. Vielen Dank, dass du deine Tipps mit mir geteilt hast, Marc. Ich habe heute viel gelernt. Gern geschehen, Anna. Ich helfe immer gerne. Ich hatte viel Spaß, mit dir über das Taxifahren zu sprechen. Es ist ein einfaches, aber sehr nützliches Thema. Ja, ich habe unser Gespräch genossen. Taxis sind ein wichtiger Teil des Stadtlebens und es ist gut zu wissen, wie man sie benutzt. Ich fühle mich jetzt sicherer, wenn ich ein Taxi nehme. Ich weiß, was zu tun ist und was mich erwartet. Das ist schön zu hören. Das Üben von Deutsch mit alltäglichen Themen wie diesem hilft uns, besser zu lernen und zu kommunizieren. Danke, Marc, für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit mir geteilt hast. Gern geschehen, Anna. Ich genieße unsere Gespräche immer. Lass uns bald wieder treffen, um mehr Deutsch zu üben. Ja, das würde ich sehr gerne. Hab einen schönen Tag, Marc. Danke, Anna. Dir auch. Auf Wiedersehen. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.